Hallo und herzlich willkommen auf dem Permakulturkanal. Tag 12, das Experiment. Heute werden wir viel unterwegs sein, Pilze sammeln, ein paar Reste verwerten, die von Vortagen übergeblieben sind. Bleibt dran. Es ist etwas kälter geworden letzte 2 Tage, aber dennoch ist es sehr angenehm. Bunte Farben im Wald. Und ich nehme mittlerweile gezielt verschiedene Routen zum Haus, um zu schauen, was ich noch finden kann. Heute habe ich einen Waldabschnitt fast direkt am Haus gefunden mit ganz vielen alten Buchen und ganz vielen Bucheckern auf dem Boden. Heute Abend röste ich die auf dem Kaminvorsprung. Die schmecken leicht nussig und absolut lecker. Ich habe einige Zuschriften bekommen, dass es möglicherweise so eine Art Ernährung einen großen Zeitaufwand benötigt. Das sehe ich anders. Wenn ich in der Küche bin, dann mache ich viele Sachen, alle gleichzeitig. Zum Beispiel hier, als ich Birnenkompott gemacht habe, habe ich gleichzeitig Kresse-Ragout zubereitet. Für den Rest der Familie habe ich auch ein Gericht gleichzeitig gekocht und abgewaschen. Mir macht es wahnsinnig viel Spaß zu sehen, wie die Vorräte wachsen und wie die Regale im Keller immer voller werden. Deshalb ist das nicht unbedingt als Arbeit, sondern ein großes Vergnügen. Zum ersten Mal habe ich die Birnen ohne Zucker eingekocht. Mal schauen, wie lange die sich halten. Normalerweise circa 6 Monate, wenn die Gläser nicht aufblähen. Es sind insgesamt 4 kleine Gläschen geworden. Die werde ich wahrscheinlich auch die nächste Zeit im Experiment verzehren. Also macht es überhaupt nichts, dass die ohne Zucker eingekocht sind. Am Anfang des Experiments war mir überhaupt nicht klar, wie viel man in der Natur finden kann. Täglich erlebe ich immer was Neues und mittlerweile bin ich der Meinung, durch die Einkäufe im Supermarkt wird uns tägliche Berührung mit der Natur komplett verwehrt. Außen Gläser wickel ich in eine Decke ein und lasse für 24 Stunden liegen. Langsam kühlen die Gläser ab und vakuumieren sich von alleine. Man hört nur, die Gläser ploppen dann hinterher. Dieses Jahr, weil ich so viele Einmachgläser täglich hatte, habe ich einfach einen Wäschekorb im Schlafzimmer für diese Funktion genommen und es klappt. Es ist unauffällig, ich muss da nicht mit der Decke in der Küche rumeiern, sondern das kommt rein, Decke zu und das ist sowieso da im Schlafzimmer mit der Decke drinne. Zum Mittagessen gab es ein Resteessen, die Kartoffeln mit der Kapuzinerkresse. Die Eicheln weiche ich jeden Tag portionsweise ein und am Tag darauf, während ich koche, röste ich die auch und verarbeite zu Eichelmehl. Die Routine dabei macht sehr viel aus. Im Oktober sammelt man die Eichen, 3 Tage trocknen und danach einweichen und verarbeiten. Ich glaube, nächstes Jahr weiß ich ganz genau, was ich tun werde. Ich werde das einfach, schnell und leicht in meine Abläufe einbauen. Beim Einweichen kann man auch sehen, die Eicheln, die auch schon etwas verdorben sind, die sortiere ich natürlich aus.
Die Hagebutte habe ich auch heute gesammelt und zwar ordentlich viel. Jeden Tag versuche ich, da immer wieder etwas zu sammeln und dann vielleicht einkochen zu einer Marmelade. Viele Früchte am Strauch sind schon sehr, sehr weich. Die habe ich dann sofort gegessen. Kann man so auslutschen und die Kerne dann ausspucken. Am Waldrand später machte ich dann eine Entdeckung. Ich war so glücklich, ich habe seit Jahrzehnten keine Pilze gesammelt. Letztes Mal mit meinen Eltern als Kind im Wald. Und jetzt habe ich ein paar gefunden, endlich! Es war eine winzig kleine Menge, ich glaube, das waren weniger als 7 Stück. Und die sind sehr leicht und klein. Es ist toll, ich kenne jetzt die Stelle, wo die wachsen und wahrscheinlich werden die nächstes Jahr auch wieder wachsen, wenn es regnet. Da bin ich gespannt. Also sind diese Kreisläufe, wenn man irgendwas zu essen sammelt, lokal und müssen wirklich nachhaltig gebaut werden. Du musst wissen, wo was ist, wo was wächst. Ich wusste aber überhaupt nicht, ob man die essen kann. Die sahen so toll aus. Ich musste mir eine Pilz-App runterladen und voilà, man konnte alles nachlesen. Darunter, unter der Bezeichnung steht auch, ob die essbar oder giftig sind. Einige Zeit im Wasser eingeweicht. Und dann richtig gut geputzt natürlich, habe ich die Pilze mit Salz einfach verkocht. Es war eine winzige Portion, die hat mich nicht wirklich satt gemacht, aber das Gefühl, dass ich auf der Entdeckungsreise war, war fantastisch. Das waren die leckersten Pilze in meinem ganzen Leben. Dennoch habe ich so etwa eine Stunde abgewartet, wie es mir geht danach und habe auf meinen Bauch gehört, aber es war alles in Ordnung. Hat dir mein Video gefallen? Abonniere gerne den Kanal. Ich freue mich über jeden Daumen nach oben und auf jeden Kommentar. Für heute verabschiede ich mich und sage Tschüss und bis morgen.